Die Welt ist farbig. Doch warum? Warum sehen wir Farben und wie entstehen diese? Sind Farben real oder nur ein Streich der Natur? Was sind Farben genau? Und welche Farbe sehen Tiere? Gibt es da Unterschiede zu uns? Was würden wir im Universum sehen? Und wie verwenden wir Farben am besten in unserer Kunst? Hi, ich bin Anima, Grafikdesignerin und Illustratorin, und in diesem Video beantworte ich genau diese Fragen, indem ich dir das Reich der Farben zeige. Das menschliche Auge sieht etwa 20 Millionen Farben, doch das ist nur ein Bruchteil von den Farben, die existieren. Das sichtbare Spektrum der Farben ist ziemlich klein. Farben bestehen aus verschiedenen Wellenlängen. Im oberen Teil der Grafik seht ihr das für uns Menschen sichtbare Spektrum der Farben. Im unteren Teil seht ihr, wie klein dieser Bereich eigentlich ist. Es gibt also noch viel mehr als das, was wir sehen. Während bei den Farben Violett die Wellenlängen eher kurz sind diese im Rot eher länger. Dadurch weiß unser Auge, in welcher Farbe es die Wellenlänge zu interpretieren hat. Die Wellen im unteren Bereich der Grafik sind für uns, wie gesagt, nicht sichtbar. Wir können diese Wellen jedoch spüren. Das beste Beispiel dafür ist eine Infrarotsauna. Ihr seht also, unsere Augen sind auf einen kleinen Teil der existierenden Farben beschränkt. Jetzt wollen wir herausfinden, wie unsere Augen denn fähig sind, diese Wellenlängen korrekt zu interpretieren. Dabei helfen uns die Zäpfchen, welche wir im Auge haben. Wir Menschen besitzen 3 Arten von Zapfen: Rot, Grün und Blau. Somit sind wir in der Lage, alle Farben wahrzunehmen, welche die Wellenlängen in diesem Spektrum abdecken. Auf der anderen Seite besitzen wir auch die sogenannten Stäbe. Diese sind für die Helligkeitswahrnehmung im Auge verantwortlich. Wir haben jetzt also geklärt, warum wir Farben sehen. Doch wie können wir wissen, ob etwas wirklich rot ist oder blau? Gegenstände, die eine bestimmte Farbe aufweisen, absorbieren oder reflektieren die Wellenlängen, welche für das Auge dann die entsprechende Farbe ergeben. Oder einfacher gesagt, trifft weißes Licht, welches aus allen 3 Wellenlängen Rot, Grün und Blau zu gleichen Anteilen besteht, auf eine weiße Fläche, wird das gesamte Licht reflektiert. Wir sehen weiß. Trifft das weiße Licht auf eine 50% graue Fläche, wird 50% des Lichts absorbiert und 50% des Lichts reflektiert. Wir sehen ein 50% Grau oder auch ein Mittelgrau. Trifft das weiße Licht auf eine 100% schwarze Fläche, werden 100% des Lichts absorbiert. Wir sehen schwarz. Trifft das weiße Licht auf eine 100% blaue Fläche, werden die Wellenlängen Rot und Grün komplett absorbiert und nur die blaue Wellenlänge reflektiert. Wir sehen blau. Trifft das weiße Licht auf eine 100% grüne Fläche, werden die Wellenlängen Blau und Rot komplett absorbiert und nur die grüne Wellenlänge reflektiert. Wir sehen grün. Trifft das weiße Licht auf eine 100% rote Fläche, werden die Wellenlängen Blau und Grün komplett absorbiert und nur die rote Wellenlänge reflektiert. Wir sehen rot. Trifft das weiße Licht auf eine 100% gelbe Fläche, wird die Wellenlänge Blau komplett absorbiert und nur die rote und grüne Wellenlänge reflektiert. Wir sehen gelb. Trifft das weiße Licht auf eine 100% Magenta Fläche, wird die Wellenlänge Grün komplett absorbiert und nur die rote und blaue Wellenlänge reflektiert. Wir sehen Magenta. Trifft das weiße Licht auf eine 100% Cyanfläche, wird die Wellenlänge Rot komplett absorbiert und nur die blaue und grüne Wellenlänge reflektiert.
Wir sehen Cyan. Diese Grafik ist jetzt ziemlich einfach dargestellt. Bei 20 Millionen sichtbaren Farben könnt ihr euch selber denken, wie viele Möglichkeiten es hier gibt. Grundsätzlich ändern sich die Farben in unserer Umwelt nicht einfach so. Ein Rot bleibt ein Rot, eventuell unterscheidet es sich in der Helligkeit oder in der Sättigung. Doch einige Tiere können ihre Farben gezielt ändern. Das bekannteste darunter ist das Chamäleon. Das ist möglich, weil es 3 Arten von Schichten in der Haut hat, in welcher sich die Kristalle verschieden anordnen können und somit das Licht anders reflektieren und absorbieren. Ich gehe hier nicht weiter ins Detail, da das alles ziemlich kompliziert ist. Es gibt Menschen, bei denen die Zäpfchen im Auge nicht korrekt funktionieren. Das nennt man eine Farbsehschwäche oder auch Farbenblindheit. Die am häufigsten vorkommende ist die Rot-Grün-Schwäche. Ein normal funktionierendes Auge sieht alle Farben im Spektrum. Ein Mensch mit Rot-Grün-Schwäche oder auch Rotblindheit genannt, sieht Grün und Rot eher als ein entsättigtes Gelb und Violett wird zu einem dunklen Blauton. Ein Mensch mit einer Blau-Gelb-Schwäche, auch Blaublindheit genannt, sieht Gelb eher als ein Grau und Blau wird zu einem Grün-Grau. Ein Rot ohne Gelbanteil sehen diese Menschen aber sehr gut. Jetzt, wo wir verstehen, wie sich die Farben aus Wellenlängen zusammensetzen und von unserem Auge interpretiert werden, gehen wir weiter zum Thema: Was sehen Tiere? Vögel haben im Vergleich zu uns Menschen 4 Zapfen, welche ihnen ermöglichen, auch ultraviolettes Licht zu sehen. Katzen nehmen Rottöne nicht wie wir Menschen wahr, sondern eher in Graustufen. Blau und Gelb erkennen sie jedoch sehr gut. In Dunkelheit sehen Katzen schwarz-weiß bzw. in Grauabstufungen, da nicht so viel Farbe in wenig Licht enthalten ist. Katzen sehen auch ultraviolett. Wie sich das aber genau in ihrem Sehen verhaltet, ist noch nicht erforscht. Hunde sehen Farben im Blau-Violett und im Gelb-Grün-Bereich. Hunde sehen auch ultraviolettes Licht. Wie sich das aber verhält, ist auch bei ihnen noch nicht erforscht. Sie haben genauso wie Katzen nicht 4 Zäpfchen, sondern nur 2. Jedoch sind ihre Augen in der Dämmerung empfindlicher als die des Menschen. Wenn also der Hund spukt, kann es sein, dass er etwas wahrgenommen hat, was wir schlichtweg nicht sehen. Pferde haben nur 2 verschiedene Arten von Zapfen. Daher können sie die Farben wie Blau und Gelb am besten sehen, während sie die Signalfarbe Rot nicht erkennen. Im Dunkeln und in der Dämmerung können Pferde besser sehen als Menschen und können sogar noch im Mondlicht Farben erkennen. Regenwürmer können mit Hilfe von Nervenzellen lediglich hell und dunkel unterscheiden. Diese ersetzen sozusagen die Augen. Bei Schnecken kommen je nach evolutionärer Entwicklung verschiedene Augentypen vor. Die hier gezeigte Schnecke hat ein Grubenauge. In diesem Auge sind die Lichtsinneszellen in eine Grube eingelagert und dieser Aufbau ermöglicht ein gewisses Richtungssehen, weil je nach Lichteinfall nicht alle Zellen gleichermaßen erreicht werden. Eine Hell- und Dunkelunterscheidung passiert durch Lichtsinnzellen. Sammeln sich diese an einer Stelle, entsteht ein sogenanntes Flachauge. Mit ihm können zum Beispiel Quallen Hell-Dunkel-Kontraste erkennen. Facettenaugen, auch Komplexaugen oder Netzaugen genannt, sind bei Insekten weit verbreitet. Es ist eigentlich nichts anderes als viele einzelne Augen, die speziell angeordnet sind. Diese Augen bieten eine Rundumsicht und eine Schärfe, die wir uns nicht vorstellen können. Die meisten Insekten sehen auch farbig, wobei einzelne eine Rot-Grün-Schwäche haben. Eine weitere interessante Frage ist: Was sehen wir im Universum? Sind diese wunderschönen Bilder der NASA echt? Und wenn nicht, was haben sie daran verändert? Wie ihr bereits aus der ersten Grafik wisst, gibt es mehr Licht, als wir sehen. Im Carina Nebula sind zum Beispiel auch Infrarot- und Röntgenstrahlen. Links seht ihr den Nebel mit allen Spektren für das menschliche Auge sichtbar und jeweils dann die Einzelbilder mit den Infrarot- und Röntgenstrahlen. Dieses Bild zeigt jetzt einen kleinen Ausschnitt des Nebels, wie wir ihn von bloßem Auge sehen würden, also ohne die Infrarot- und Röntgenstrahlen. Auch im Orionnebel gibt es mehr, als wir sehen können. Links seht ihr den Nebel, wie wir ihn sehen würden,
und rechts seht ihr ein Bild der Infrarotstrahlen. SH254 ist ein ausgedehnter heller Nebel im Sternbild Schlange. Er hat extrem viele Infrarotstrahlen, wie ihr hier im rechten Bild erkennen könnt. Jetzt fragt ihr euch sicher, ja, was sehen wir denn dann noch im All? Naja, ziemlich viel. Wir sehen Planeten, Sterne und vieles mehr. Aber leider nur das, was in unser Spektrum fällt. Aber wie macht man denn jetzt so ein Infrarotspektrum sichtbar? Es funktioniert ähnlich wie bei einer normalen Kamera. Also erkläre ich euch jetzt noch kurz, wie eine Teleskopkamera funktioniert. Eine Kamera hat einen Sensor, womit die verschiedenen Wellenlängen gemessen und interpretiert werden. Eine Teleskopkamera hat das auch, nur ist dieser Sensor noch um ein Vielfaches sensibler und nimmt auch Wellenlängen auf, welche wir nicht sehen können. Die Säulen der Schöpfung ist eines der bekanntesten Astrobilder. Auf diesem Bild sehen wir nur sichtbares Licht. Ich zeige euch nun eine vereinfachte Darstellung der Aufnahme. Zuerst wird die rote Wellenlänge fotografiert. Dies geschieht über mehrere Stunden, manchmal Wochen, und dieses Bild wird dann digital rot eingefärbt. Das gleiche passiert mit der grünen und der blauen Wellenlänge. Am Schluss werden die einzelnen Bilder zusammengerechnet und es entsteht ein fertiges Bild. Das gleiche Prinzip würde man dann auch bei einer Infrarotaufnahme anwenden. Ihr seht, hinter diesen Bildern steckt viel Technik und da stellt sich natürlich die Frage, Farben alles nur Technik? Nein, definitiv nicht, jedoch bedarf es die Kennzeichnung von Farben einer gewissen Technik, um eine Norm dafür zu generieren, da alle Augen eine unterschiedliche Farbwahrnehmung haben. Ich sehe ein Blau vermutlich nicht genau gleich wie ihr, deshalb haben wir uns auf Normen und Farbkreise geeinigt. Ihr seht hier den Farbkreis nach Itten. Wichtig bei diesem Kreis, er entspricht am ehesten der natürlichen Farbwahrnehmung des Auges, ist aber in der Malerei so nicht reproduzierbar. Itten ging in der Malerei von den 3 Grundfarben Blau, Rot und Gelb aus. Damit sollten sich alle Farben mischen lassen, aber in der Praxis haben wir gemerkt, das funktioniert nicht. Wenn 2 oder mehr Farben in einer subtraktiven Farbmischung, dazu kommen wir gleich, gemischt werden, kann die Endfarbe nicht heller sein als die Ausgangsfarbe. Da kommt der Farbkreis nach Küppers zum Einsatz. Küppers ging aber anstatt von 3 Grundfarben von 6 Grundfarben aus. Dazu verwendet er auch Schwarz und Weiß. Mit dieser Ausgangslage können alle Farben im Kreis reproduziert werden. Ich habe vorher das Wort subtraktive Farbmischung erwähnt. Dieses Thema möchte ich euch heute näher bringen. Vorher müssen wir aber noch zusammen anschauen, wo auf dem Spektrum sich diese Farbmischungen befinden. Einen Farbumfang nennt man auch Gamut und in dieser Grafik seht ihr eine vereinfachte Darstellung der sichtbaren Farben, der am Monitor darstellbaren Farben, additive Farbmischung am Monitor und der subtraktiven Farbmischung, also alle Farben, die wir drucken können. Ihr seht, der druckbare Bereich ist nicht gerade groß. Die additive und subtraktive Farbmischung sind 2 verschiedene Arten, Farben zu mischen. Die additive Farbmischung, auch Lichtfarben genannt, beschränkt sich auf das Licht, also alles, was wir sehen, alles, was mit direktem Licht zu tun hat, Fernseher, Handy, Monitor etc. Sie wird technisch in der digitalen Kunst eingesetzt und jeglichen Arbeiten mit Farben am Monitor. Die subtraktive Farbmischung oder auch Körperfarben genannt beschränkt sich auf Farben, die wir drucken oder traditionell malen. Die Grundfarben der additiven Farbmischung sind Rot, Grün und Blau, also wie die Zäpfchen in unserem Auge. Mischen wir Rot und Blau, erhalten wir Magenta. Mischen wir Rot und Grün, erhalten wir Gelb. Mischen wir Blau und Grün, erhalten wir Cyan. Werden alle 3 Grundfarben zu jeweils 100% gemischt, erhalten wir Weiß. In der subtraktiven Farbmischung verhält es sich grundsätzlich ähnlich. Mischen wir Cyan und Magenta zu jeweils 50%, erhalten wir Blau. Mischen wir Cyan und Yellow zu jeweils 50%, erhalten wir Grün. Mischen wir Yellow und Magenta zu jeweils 50%, erhalten wir Rot.
Werden die 3 Grundfarben zu jeweils 100% gemischt, erhalten wir ein dunkles Grau. Leider kein Schwarz, da müssen wir manuell nachhelfen. Interessant zu sehen ist, dass in der additiven Farbmischung die Grundfarben RGB die sekundären Farben in der subtraktiven Farbmischung sind und umgekehrt. In der digitalen Kunst wird technisch die additive Farbmischung verwendet, jedoch für den Betrachter als subtraktive Farbmischung getarnt, weil es einfach benutzerfreundlicher ist, da wir in der Schule und in der traditionellen Kunst mit der subtraktiven Farbmischung arbeiten. Deshalb erkläre ich euch in diesem Video nur diese eingehend. In der subtraktiven Farbmischung haben wir 3 Grundfarben und Schwarz, auch Key genannt, für den Kontrast. Aus diesen Farben können wir alle druckbaren Farben mischen. Diese 3 Grundfarben werden auch Primärfarben erster Ordnung genannt. Mischen wir 50% Cyan und 50% Magenta, erhalten wir ein 100% Blau. Mischen wir 50% Magenta und 50% Yellow, erhalten wir ein 100% Rot. Mischen wir 50% Cyan und 50% Yellow, erhalten wir ein 100% Grün. Rot, Blau und Grün werden somit Sekundärfarben erster Ordnung genannt. Mischen wir Cyan, Yellow, Magenta, erhalten wir ein dunkles Grau. Mischen wir Cyan, Yellow, Magenta plus Schwarz, auch Key genannt, erhalten wir ein tiefes Schwarz. Kommen wir zu den Sekundärfarben erster Ordnung und Sekundärfarben zweiter Ordnung. Sekundärfarben erster Ordnung Rot, Grün und Blau plus Primärfarben erster Ordnung ergeben zusammen Sekundärfarben zweiter Ordnung. Das Mischverhältnis kann variieren. Mischen wir Rot und Yellow, erhalten wir Orange. Mischen wir Rot und Magenta, erhalten wir Rot-Bläulich. Mischen wir Blau und Magenta, erhalten wir Blau-Rötlich. Mischen wir Blau und Cyan, erhalten wir ein Blau-Grün. Mischen wir Grün und Cyan, erhalten wir ein Grün-Blau. Mischen wir Grün und Yellow, erhalten wir ein Gelb-Grün. Das sind hier nur einige Beispiele. Auch hier hat man fast unbegrenzte Möglichkeiten. Kommen wir zu den Tertiärfarben. Tertiärfarben entstehen durch Mischung aller 3 Primärfarben bzw. der Grundfarben. Werden die Primärfarben im gleichen Mischverhältnis gemischt, entstehen Brauntöne. Werden Primärfarben in unterschiedlichen Mischverhältnissen gemischt, entstehen Grautöne. Aber warum entstehen bei der gleichmäßigen Mischung Brauntöne und bei der ungleichmäßigen Grau? Haben wir nicht vorgesehen, dass die Grundfarben gleich gemischt Grau ergeben? In der Theorie stimmt das, aber in der Praxis ist es so, dass die Primärfarben unterschiedlich starke Leuchtkraft haben. Druckfarben sind lasierend und das heißt eigentlich nichts anderes als transparent. Magenta wirkt zeichnet am stärksten. Und wenn darüber ein Cyan und ein Yellow gelegt werden, müssen diese Werte prozentual die Überwirkung von Magenta ausgleichen, um ein Grau zu ergeben, welches keinen Farbstich hat. Das würde aber alles zu tief ins Detail gehen und deswegen lassen wir das hier so stehen. Bevor wir zu den Farbkontrasten kommen, sind hier noch die wichtigsten Eigenschaften, mit denen wir Farben kategorisieren. Das wird euch auch helfen, die Farbkontraste besser zu verstehen. Wir schauen bei einer Farbe immer, welchen Farbton sie hat und welche Sättigung der Farbe vorhanden ist. Dann schauen wir uns die Helligkeit der Farbe an und am Schluss legen wir noch die Temperatur fest. Es gibt auch Farben, die neutral sind, meistens ist das ein neutrales Grau. Da wir jetzt verstanden haben, wie die Farben in der subtraktiven Farbmischung gemischt werden und welche Eigenschaften eine Farbe haben kann, kommen wir nun zu den 7 Farbkontrasten. Der Komplementärkontrast besteht aus 2 oder mehr Komplementärfarben. Diese Farben haben den stärksten Kontrast miteinander und liegen sich im Farbkreis exakt gegenüber. Der Hell-Dunkel-Kontrast wird häufig in Kombination mit Vorder- und Hintergrund verwendet. Verschiedene Farben werden unterschiedlich hell empfunden. Die hellste Buntfarbe ist Gelb und Blau ist die dunkelste.
Der stärkste Kontrast mit unbunten Farben ist natürlich der zwischen Weiß und Schwarz. Der Warm-Kalt-Kontrast kann sehr gut für Farbstimmungen und Vorder- und Hintergrundkombinationen verwendet werden. Verschiedene Farben werden unterschiedlich warm empfunden. Die wärmste Farbe, also Buntfarbe, ist Orange und Blau-Grünlich ist die kälteste. Der Simultankontrast oder auch Erscheinungsfarbe genannt, ist meiner Meinung nach einer der spannendsten Kontraste, denn Farben werden optisch von den Farben in ihrer Umgebung beeinflusst. Sie tendieren dann optisch zu dunkler oder heller oder sogar zu einem Farbstich. Dies wird bei Grau sehr gut sichtbar. Eine graue Fläche auf gelbem Grund wirkt bläulich und dunkler, eine graue Fläche auf Cyan wirkt rötlich und heller. Aber hier sind diese beiden Grautöne eigentlich genau dieselben. Der Intensitätskontrast oder auch Quantitätskontrast. Farben werden alle mit einer unterschiedlichen Leuchtkraft wahrgenommen. Blau hat die geringste Leuchtkraft, anschließend kommt Gelb und die größte Leuchtkraft hat Rot. Sollen also eine rote Fläche und eine blaue Fläche gleich stark auf den Betrachter wirken, muss die blaue Fläche um einiges größer sein als die rote. Der Qualitätskontrast. Dieser Kontrast zeigt den Gegensatz zwischen getrübten und stumpfen Farben zu leuchtenden, reinen Farben. Wird eine stumpfe Farbe neben einer reinen Farbe platziert, kann dadurch die reine Farbe noch leuchtender sein und umgekehrt. Durch Brechen mit der Komplementärfarbe kann die Leuchtkraft einer Farbe verringert werden. Der Sukzessivkontrast. Wird über längere Zeit der gleiche Farbton betrachtet, wird das Auge überreizt. Es entsteht ein Nachbild in der Komplementärfarbe. Wenn ihr jetzt das Video stoppt und für gar 20 Sekunden ohne Blinzeln den linken Kreis anschaut, wird sich anschließend im rechten Kreis ein Nachbild zeigen. Die 7 Farbkontraste haben wir jetzt verstanden und können diese gezielt anwenden. Jetzt ist es Zeit für die Bedeutung der Farben. Ich möchte hier darauf hinweisen, dass je nach prägenden Erfahrungen in der Kindheit Farben für jeden Menschen eine andere Bedeutung haben können. Ebenfalls spreche ich hier von der europäischen Bedeutung der Farben. China hat zum Beispiel komplett andere Bedeutungen. Weiß steht für Reinheit, Unschuld, Leere, Frieden, Sterilität und in Japan, China und Thailand als Farbe der Trauer. Schwarz steht für Trauer, Angst, Tod, Eleganz und Stabilität. Grau steht für Depression, Langeweile, Reife, Wohlstand und Neutralität. Rot steht für die Liebe, Wärme, Leidenschaft, Aggressivität, Energie, Blut und Krieg. Orange steht für Wärme, Leben, Billigkeit, Tatkraft und Kreativität. Gelb steht für die Sonne, Fröhlichkeit, aber auch Krankheit. Grün steht für Hoffnung, Natur, Fruchtbarkeit, aber auch Neid und Geiz. Blau steht für Treue, Kälte, Ruhe, Stille, Vertrauen, aber auch für Melancholie. Violett steht für Inspiration, Würde, Magie, Spiritualität und Erleuchtung. Rosa steht für Zartheit, Liebe, Jugend, Güte, aber auch für die Vergänglichkeit. Magenta steht für schreierisch, billig und gilt als Unfarbe. Cyan steht für Kälte und den Winter. Gold steht für Luxus, Prunk, Wärme, Göttlichkeit, aber auch für Gier und es ist die Farbe der männlichen Energie.
Silber steht für Luxus, Eleganz, Kälte, Unpersönlichkeit und es ist die Farbe der weiblichen Energie. Braun steht für die Erde, Herkunft, Heimat, Bequemlichkeit und das Alter. Soweit, so gut. Und jetzt geht es zu den Farbharmonien. Denkt daran, jeder Kontrast ist eine Harmonie oder Disharmonie. Aber nicht jede Harmonie ist ein Kontrast. Komplementär oder Zweiklang. Diese Kombination ist eine Harmonie und gleichzeitig ein Kontrast. Diese Farben haben den größtmöglichen Kontrast, da sie sich gegenüberliegen. Einige der Kombinationen sind sehr harmonisch, manche weniger. Diese Harmonie funktioniert auch, wenn die Farben heller oder dunkler oder entsättigter sind. Damit die Harmonie aber bestmöglich wirkt, sollte die Helligkeit und die Sättigung der Farben identisch sein. In Procreate könnt ihr unter Harmonie im Farbfeld Komplementär anwählen und anschließend seht ihr, welche Farben diese Harmonie ergeben. Der Dreiklang. Bei dieser Harmonie liegen die Farben in einem 120-Grad-Winkel zueinander, ergeben somit ein gleichschenkliges Dreieck. In Procreate könnt ihr die Harmonie auf Triadisch stellen und schon seht ihr die passenden Farben für die Harmonie. Der Vierklang. Hier stehen sich die Farben in einem 90-Grad-Winkel zueinander, ergeben somit ein Quadrat. Diese Harmonie ist eigentlich ein doppelter Komplementärkontrast mit den größten Abständen der Farben. Trotzdem wirkt er sehr harmonisch. In Procreate habt ihr die Möglichkeit, euch diese Harmonie anzeigen zu lassen, indem ihr tetradisch auswählt. Der Sechsklang. Hier stehen die Farben im Winkel von 60 Grad zueinander. Leider gibt es in Procreate keine direkte Möglichkeit, diese Harmonie anzuwählen. Ich selber benutze diese aber auch ganz selten. Nahe Komplementärfarben. Hier geht man zuerst von einem Zweiklang aus und wählt sich dann eine Farbe aus, welche etwa in einem 30 Grad Winkel von einer der beiden Komplementärfarben entfernt ist. Die Harmonie bekommt dadurch noch ein bisschen mehr Spannung. Aber Achtung, nicht jede Farbwahl ist automatisch eine schöne Harmonie. Manchmal wird diese auch zu einer leichten Disharmonie. Teilkomplementär aufgesplittet oder auch komplementär teilen in Procreate. In Procreate wählt ihr bei der Harmonie komplementär teilen an. Diese Harmonie benutze ich gerne in Kombination mit dem Hell-Dunkel-Kontrast. Ich kann somit 2 Farben für die dunklen Stellen oder 2 für die hellen Stellen benutzen. Diese Harmonie kann sehr gut mit dem Warm-Kalt-Kontrast verwendet werden. Monochrom. Das ist meine absolut liebste Harmonie in Kombination mit dem Zweiklang. Dadurch kann so eine schöne Stimmung aufgebaut werden. Die Monochrom-Harmonie baut eine schöne Grundlage auf, worin die Komplementärfarbe des Zweiklangs wunderbar zur Geltung kommt. Monochrom kann auch wunderbar für Schatten und Lichtsetzung genutzt werden. In Procreate gibt es keine direkte Möglichkeit, diese Harmonie anzuwählen, aber sie kann bei der Farbenmischung einfach angewandt werden, indem ihr die Helligkeit verringert. Analog heißt so viel wie gleicher Farbton. Das heißt, die Farben liegen auf der gleichen Kreislinie. Die Helligkeit kann dabei aber angepasst werden. In Procreate könnt ihr einfach analog bei den Harmonien anwenden. Komplementärpaare. Das sind eigentlich nichts anderes als 2 Zweiklänge, welche nicht mehr als einen 30 Grad Winkel auseinanderstehen. Vorsicht, es ist nicht das gleiche wie ein Vierklang. Diese Paare harmonieren sehr gut miteinander und geben auch etwas mehr Spielraum als der simple Zweiklang. Gegenseitige Komplementärpaare. Diese Harmonie ist etwas schwieriger zu verstehen. Wir gehen erst einmal von einer Komplementärharmonie oder einem Zweiklang aus. Von einer Farbe sucht man sich die in einem 60 Grad Winkel liegende dritte Farbe aus und macht aus dieser Farbe wieder eine Komplementärharmonie bzw. einen Zweiklang. Am Ende hat man also somit 4 Farben. Es sieht dann auch ein bisschen aus wie ein Drache. Wir haben uns die Theorie angeeignet. Jetzt zeige ich euch eine Übung, mit der ihr das Erkennen und Finden von Farben üben könnt. Als erstes geht ihr auf die eingeblendete Webseite.
Ich habe sie euch auch in der Infobox verlinkt. Dort wählt ihr euch eine beliebige Farbpalette aus und versucht, die Farben zu tracken. Ich bin zum Beispiel bei warmen Farbtönen besser als bei kalten, das werdet ihr auch gleich sehen. Es tut mir leid, sieht man es auf der Aufnahme nicht mega gut, aber ich war auch ein wenig daneben mit meinem Tracking. Bei den Blautönen habe ich wirklich richtig versagt, aber hey, das zeigt mir nur, ich sollte das auch mal wieder ein wenig mehr üben. Zum Schluss möchte ich euch noch einige Harmonien und Kontraste in meinen Bildern zeigen. Ich versuche meine Bilder immer auf bestimmte Harmonien und Kontrasten aufzubauen, damit meine Kunst auch einen Wiedererkennungswert hat, selbst wenn ich den Stil auch einmal ändere. Turtle Forest. Sehr gut sichtbar zwischen dem Himmel und der Schildkröte ist ein Warm-Kalt-Kontrast. Eine analoge Harmonie, vor allem in den kalten und warmen Farben des Grüns der Bäume, ist sichtbar. Ein Komplementärkontrast ist zwischen dem Himmel und der Schildkröte ersichtlich. Sichtbar bei den Schatten der Baumkronen ist eine Monochromharmonie. Hummingbird Fairy. Über das ganze Bild legt sich ein äußerst starker Hell-Dunkel-Kontrast. Das Bild ist hauptsächlich mit warmen Farben gezeichnet, welche aber von den kalten Blautönen in den Federn gebrochen werden. Wir haben also auch einen Warm-Kalt-Kontrast. Ebenfalls haben wir auch eine Analog-Harmonie, da viele Farben den gleichen Farbton haben. Es lassen sich ebenfalls Komplementärpaare finden, sowie Sechsklänge und zum Schluss einen sanften Qualitätskontrast. Streetfish. Das Bild lebt definitiv von seinem Warm-Kalt-Kontrast sowie vom Hell-Dunkel-Kontrast. Es sind Komplementärharmonien vorhanden und natürlich auch ein Komplementärkontrast. Unterstützt wird das auch von der Analog- und Monochromharmonie. In den Seifenblasen sind nahe Komplementärfarben vorhanden. Koi Station. Eines meiner absoluten Lieblingsbilder. Hier finden wir eine starke Harmonie von Komplementärpaaren und nahen Komplementärfarben, sowie einen Quantitätskontrast mit dem Rot und Blau. Ebenfalls ist ein sanfter Warm-Kalt-Kontrast sichtbar. Red Dragon. An diesem Bild habe ich über 20 Stunden gesessen, aber es hat sich gelohnt. Als erstes fällt hier der Komplementärkontrast zwischen dem Drachen und dem Hintergrund auf. Ebenfalls ist ein Quantitätskontrast durch wenig Rot und viel Blau vorhanden. Natürlich entsteht durch den Komplementärkontrast auch eine Komplementärharmonie, und zwar die teilkomplementär aufgesplittet. Im Bild ist auch ein sanfter Hell-Dunkel-Kontrast sichtbar. Fish City. Diese Zeichnung zeigt einen Hell-Dunkel-Kontrast sowie Warm-Kalt-Kontrast und einen Komplementärkontrast. Ebenfalls ist eine Komplementärharmonie vorhanden. Analog- und Monochromharmonien sind ebenfalls aufzufinden. Breathe. Dieses Bild habe ich mit voller Absicht in kalten Farben und einer Monochromharmonie gezeichnet. Es ist kein wirklich starker Hell-Dunkel-Kontrast ersichtlich und diese Zeichnung lebt eher von der Komposition als von den Farben. New Year.
Diese Zeichnung bewegt sich auch wieder bewusst in den Analogharmonien in Rot bis Blau. Spannung wird durch den Hell-Dunkel-Kontrast erschaffen. Hier habe ich mich sehr auf die Farben in den Schatten konzentriert. Das Licht von Ampharos Kugel ist rot und Ampharos selbst ist gelb. Also ergibt es sich, dass in den Lichtern ein Orange, sieht man in seinem Gesicht, und in den Schatten auf seinem Körper eine nahe Komplementärfarbe von Orange ist. The Birth of Mewtwo. Bis jetzt ist das mein Lieblingsbild meiner Pokémon-Reihe. Hier arbeitete ich auch wieder mit einem starken Hell-Dunkel-Kontrast sowie Analog- und Monochrom-Harmonien. Das Bild ist in kalten Farben gezeichnet. Glurak. Dieses Bild weist keinen wirklichen Kontrast, dafür aber eine warme Monochrom-Harmonie auf. Das Bild wird auch erst durch seine Komposition richtig spannend. Arctos. Diese Zeichnung besteht aus einer Analog- und Monochrom-Harmonie und einem starken Hell-Dunkel-Kontrast. Alle Farben im Bild sind kalt oder neutral. Smetbo. Diese Zeichnung weist einen starken Hell-Dunkel-Kontrast auf und besteht mehrheitlich aus kalten Farben. Eine Analog- und Monochrom-Harmonie sind vorhanden. Wir sind am Ende des Videos angekommen. Ich hoffe, ihr findet euch jetzt in der Welt der Farben besser zurecht. Probiert die Übungen aus und vielleicht seht ihr mit der Zeit Farben in einem ganz anderen Licht. Über einen Daumen hoch, ein Abo und einen Kommentar würde ich mich sehr freuen und wir sehen uns im nächsten Video.